Flip-Flop bedeutet in der Fernwanderszene, dass man eine Sektion des Weges freiwillig oder erzwungenermaßen überspringt und zu späterem Zeitpunkt nachholt. Meine Reise auf dem NST begann am 20. April 2020, jedoch nicht wie geplant auf Sylt, sondern hier am Heidschnuckenweg. Zu diesem Zeitpunkt wütete in Deutschland das Coronavirus und ganz Europa befand sich im Lockdown. Keine Hotels, keine Gastronomie, keine Campingplätze, keine Jugendherbergen, nichts. Aber dafür bot sich die einmalige Gelegenheit, Naturlandschaften und romantische Ortschaften komplett menschenleer zu erleben. Hier begann also meine Reise auf dem Nord-Süd-Trail. Stars that shine away from me show the one that I have followed to see how far I've come. The sun that slowly sets on me be the same to rise tomorrow to see how far I've come. The only point of clocks and maps, the only point of looking back is to see how far we've come. The sun that slowly sets on me be the same to rise tomorrow to see how far I've come. Der erste Schritt, der erste Kilometer, die erste Pause, die erste Nacht, der erste Thru-Hike. Wie kann man etwas beschreiben, was so gewaltig ist? Der Weg vom ersten Gedanken, der ersten Idee, zum ersten wirklichen Schritt ist meistens länger als der Trail selbst. In meinem Fall 2 Jahre. 2 Jahre warten, hoffen, planen und unendliche Vorfreude auf diesen Moment. Ja, ihr Lieben, neues Spiel, neues Glück, eine neue Gemarkung, ein neues Gebiet. Wir betreten hier die Lüneburger Heide. Da habe ich mich schon lange sehr drauf gefreut. Hier ist der Trailhead des Weges. Insgesamt 223 Kilometer folgen wir jetzt einem anderen Wegzeichen. Das zeige ich euch gleich. Mit dabei ist der Patrick oder auch Shoeless Joe vom Kanal Trailroads. Das musste sein. Hat diesmal nicht seine Schuhe vergessen. Und ja, hier habt ihr jetzt die ersten Eindrücke von der Lüneburger Heide. Wir starten hier bei Bombenwetter richtig gut. Ja, und wie ihr sehen könnt, wir folgen jetzt nicht mehr dem X für den E1, sondern das H für den Heidschnuckenweg. Zwar verläuft der Heidschnuckenweg zu großen Teilen auch parallel mit dem E1, aber eben nicht komplett. Also auf einigen Strecken hat der Heidschnuckenweg seine eigene Trasse. Und deswegen nicht vergessen, wir folgen jetzt dem H. Also, kommt mit! Tonight, but you don't seem to forget about yourself. Wondering how it could go so wrong, but you didn't call for help. But let me tell you about the trees and the seas, how it's all connected. The flowers and the birds and bees, the northern lights, yeah, we're all affected. Watching, pray, pray, pray. I'm breathing in.
that's pouring into you. And so my friend, let me tell you once again, and you know that it's true. Das war er nun, der eigentlich erste Wandertag auf dem NST. Und mit 36 Kilometern viel zu lang. Ironischerweise war die erste Nacht auf dem Nord-Süd-Trail die schlimmste der ganzen Tour. Es war reiner Zufall, dass wir in dieser Nacht noch einen halbwegs geeigneten Schlafplatz gefunden haben. Regel Nummer 3. Wenn es dir auf dem Trail mental schlecht geht, warte immer den nächsten Tag ab. Die Sonne geht jeden Tag wieder aufs Neue auf. Und so war es auch dieses Mal. So here's a reminder to look at life that's pouring into you. And so my friend, let me tell you once again, and you know that it's true. Forget about seeing it or hearing it, in the end you must feel. Forget about all you know, you need to go, it's okay to let go. Just let it go, go, go. Then you're breathing in. You're breathing out. We're breathing in. We're breathing out. There's a winter that is over now. There's a summer just begun. Drops of water trickle down my glass as they shimmer in the sun, as they glimmer in the sun. In the sun. Now the days are getting longer again, like they have in years before. Oh, the heat is getting stronger, my friend. It's like the devil at my door. It's like the devil at my door. So let's take the heat down to the pond. Watch the fireflies prance in the dark. Everything. Eigentlich wollte mich der gute Shoeless Joe den ganzen Heidschnuckenweg begleiten. Doch an diesem herrlichen Ort wurde uns beiden klar, dass für Shoeless Joe die Reise schon am 3. Tag zu Ende sein würde. Schon vom ersten Tag an
machten seine Füße ihm zu schaffen. Waren es die Gore-Tex-Schuhe, die Hitze, der feine Sand der Lüneburger Heide? Man weiß es nicht. Immerhin begegneten wir an diesem Tag noch den Tieren, die diesem Weg seinen Namen gaben. Das ist hier unser Nachtlager. Wir lassen uns sehr schmecken. Zeige ich euch mal kurz die Hütte. Ja, hier werden wir heute Nacht nächtigen. Hier baue ich mein Innenzelt aus, mein Netzinnenzelt. Cooles Teil. Also generell ein sehr cooles Gelände hier. Das ist hier wohl so ein Grillplatz, den man mieten kann. Es gibt Fisch. Es gab Fisch. Es gab Fisch. Alles leer. Ich habe mir ein bisschen Couscous gemacht und Dose Thunfisch geht immer. Abschied. Ein letztes Bier. Und eine unfassbare sternenklare Nacht. Everything feels better in the moonlight. Beim Thru-Hiking geht es immer auch ums Loslassen. Um das immer wieder erneute Aufbrechen. Geliebte Orte und Menschen zu verlassen. Eine Lektion, die ich noch sehr oft auf dieser Reise zu spüren bekam. Ich weiß nicht, wer an diesem Morgen trauriger war. Ich, der seinen Wanderbruder verabschieden musste, oder Schulist Joe, der seine gesamte Reise hier beenden musste. So ihr Lieben, es gibt mal wieder was zu feiern und zwar weitere 100 Kilometer auf dem NST sind gelaufen. Und zwar ist das hier die 700 Kilometer Marke, also nur noch 2682 Kilometer. Dann gehen wir mal weiter.
Hier, ein Stück hinter Soltau, an den Weiher Bergen, war meine erste Nacht auf dem NST. Allein. Ja, moin moin, liebe Lütt. Ich bin gerade aufgestanden und die Sonne auch. Ja, ich trinke mir jetzt einen Kaffee und dann geht's los. Nach Soltau wurde es jetzt ein bisschen dröge. Also ich bin gerade richtig schnurstracks endlos lang an so einer Straße entlang gestapft. War jetzt nicht so schön, aber es ist wie mit jedem Trail. Es gibt schöne Abschnitte, schlechte Abschnitte. So ist es nun mal. Ne? So, Lunchtime. Was habe ich hier noch? Ein Brötchen, den Käse haue ich mir rein und dann mache ich mir hier dieses bestimmt deliziöse Kartoffelbrei-Röstzwiebel-Gematsche. Und natürlich ein Stück Panzerschokolade, darf auch nicht fehlen. Hammer Leben, oder? Nach nur 3 Wochen wird einem langsam klar, wie unfassbar abwechslungsreich doch unser eigenes Land ist. Die Heidelandschaften, so faszinierend und menschenleer. Sie haben etwas Herrschaftliches, etwas Melancholisches. Fast so, als befände man sich auf einem ganz anderen Planeten. Nach 2 sehr entspannten Zero Days ging es für mich nun in der Ortschaft Müden weiter und damit auch in den letzten Abschnitt des Heidschnuckenwegs, der Südheide.
voice, it sounds like an old friend. Takes you right back to the kitchen. You can almost smell the cake that your grandma made on your birthday. Have you ever laid on your back under a poplar tree, thinking about all your memories, looking at the sky, wondering why this feels like home? Like a Tennessee river in the morning takes your breath without a warning. Feels like home. Like smoke rising up from the mountains, all the beauty surrounds. Feels like home. Like Elvis and Dolly singing a melody that's bringing you Home. 'Cause it feels like home. Feels like home. Feels like home. Ja, hier auf so einem Zuweg nach Unterlüss habe ich diese Schutzhütte gefunden. Gott sei Dank, sonst wäre die Alternative gewesen, auf so einer großen Wiese zu pennen. Aber hier habe ich schon Bänkchen, da mache ich mir jetzt noch was zu essen. Und das ist die kleine Hütte. Ist natürlich nicht gerade sauber, viele Spinnen und so ein Kram, aber ich habe ja Gott sei Dank mein geiles Backnet, also kein Problem. Have you ever been driving down the highway, looking at the sunset? It'll make you forget all the troubles every day can bring. Have you ever been staring up at the starlight, getting pretty close to midnight? Sounds just like the wind singing your name. Feels like home. Like a Tennessee river in the morning takes your breath without a warning. Feels like home. Like smoke rising up from the mountains, all the beauty surrounds. Feels like home. Like Elvis and Dolly singing a melody that's bringing you home. 'Cause it feels like home. Feels like home. Feels like home. An diesem wunderschönen, aber auch sehr einsamen Tag merkte ich das erste Mal, wie sehr mir das Miteinander fehlte. Das Einkehren in Gaststätten, die vielen Gespräche mit netten Menschen, alles, was sonst so selbstverständlich ist auf einer Fernwanderung, fehlte. Jedoch auf dem Weg zu meinem heutigen Tagesziel, den Wildecker Teichen, machte ich noch eine nette Bekanntschaft. So, meine Freunde, ich stehe ja gerade in Wesen und da habe ich jemanden getroffen, hier, den Armin, aus dem deutschen Ultraleitforum. Und dieser junge Mann läuft tatsächlich auch den Nord-Süd-Trail. Das heißt, der Weg ist noch gar nicht offiziell eröffnet und schon gibt es den ersten Hiker auf diesem Weg, was mich natürlich sehr freut. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute, weil der Armin läuft in die andere Richtung. Und ja, guten Weg. Danke dir auch. Eigentlich unfassbar. Der NST ist noch nicht einmal offiziell eröffnet und es ist tatsächlich schon der erste Wanderer unterwegs. Und hätte Armin mehr Zeit gehabt, wäre er der erste Thru-Hiker auf dem NST gewesen. Die Wildecker Teiche. Hier verbrachte ich eine entspannte Nacht.
Ein wirklich wundervoller Ort. Allerdings hielt mich eine Fledermaus, die ich Mr. Jiggles taufte, die ganze Nacht auf Trab. Mr. Jiggles? Auf den heutigen Tag freute ich mich ganz besonders. Mein Wanderbruder, Schulist Joe, kehrte für 2 Tage zurück auf den NST. Aber zuvor gab es für mich noch 2 wichtige Markierungen zu feiern. So, es gibt wieder eine Kleinigkeit zu feiern. 800 Kilometer auf dem NST. Yippie, nur noch 2582. Um Himmels Willen. ...800 Kilometer. Yes! Ja, ein ereignisreicher Tag heute. Die nächste Marke, aber schaut selber. Und zwar die 500 sind erreicht. Ihr werdet euch wahrscheinlich jetzt fragen, 500? Der hat doch eben schon die 800 erreicht. Nein, bis hierhin bin ich genau 500 Meilen gelaufen. Ja, und warum Meilen? Normalerweise gebe ich ja keine Meilen an, brauche ich hier nicht. Jeder Mensch denkt wohl bei 500 Meilen unweigerlich an einen Song von den Proclaimers. Damit gehen meine Grüße raus an Marshall Erickson und vor allen Dingen an sein Auto. Ja, 500 Meilen. Na, dann war es das jetzt aber auch mit den Meilen. Da 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 da. Die letzten 20 Kilometer des Heidschnuckenwegs zählen sicherlich nicht zu den schönsten Abschnitten des NST. Doch am Ende des Weges erwartete uns noch die Kreisstadt Celle mit einer pittoresken Altstadt aus über 400 Fachwerkhäusern. So Leute, super Überraschung. Hier, der Schulist Joe hat einfach seinen Wagen hier geparkt. Ich weiß nicht, einige Kilometer außerhalb von Celle. Und hat dafür gesorgt, dass wir heute Abend hier gekühlte Getränke haben. Und der Hammer ist, wir können sogar hinten in dem Auto pennen. Das heißt, wir können das umklappen. Das ist heute so ein bisschen wie ein Hotel. Also ein bisschen Luxus. Gönnen wir uns. Auf meinen Nacken geht heute hier schön 2-mal Brathahn und Pommes. Also ich bin fassungslos. Das sind die kleinen Dinge im Leben, die einen auf so einem Thru-Hike wirklich... das Lächeln ins Gesicht zaubern. Richtig, richtig. Das wird eine geile Nacht. Ja. Es sei denn, hier kommt noch die örtliche Autotuner-Szene vorbei und macht hier noch so einen Burnout. Nein, wir werden sehen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wir sind hier unterwegs auf dem E1 zum Steinhuder Meer und da gibt es ja bekanntlich keine einzige Schutzhütte oder noch nicht mal eine Bank. Aber wir haben ja was gefunden. Oder? Läuft. Da macht man sich halt einfach seine Sitzgelegenheit. Eier Benedikt. Eier Benedikt gibt es heute, genau.
Trail Magic. Ein wirklich langweiliger Tag, öseliges Wetter, furchtbare Wege. Der ganze Tag zog sich wie Kaugummi. Plötzlich die Nachricht. Jemand erwartet uns auf dem Trail. Bratwurst und Bier. Es ist schon erstaunlich, was so eine Nachricht für Kräfte freisetzt. Man fängt fast an zu laufen und die Stimmung wechselt von gelassener Langeweile zur absoluten Euphorie. Wow. Trail Magic. Unfassbar, aber wahr. Servus. Hallo. Geile Aktion, Junge. Herr Sheriff. Ja, Levelutier, Hammer-Aktion hier. Das erste Trail Magic des Nord-Süd-Trails hier von Sheriff Meyer. Schreibt auch Kanal Watten Outdoor. Watten Outdoor, schreibt auch hier bei den Pinguinen. Also preiset ihn, feiert ihn. Wahnsinnsaktion. Wir haben hier schöne Thüringer. Bierchen sehe ich hier. Ja. Alles, was das Herz begehrt. Coole Aktion von dir, Junge. Hammer. Hammergeil, oder? So wie sich unsere Stimmung durch diese fantastische Aktion besserte, so besserte sich auch schlagartig das Wetter. Das sind solche Momente, die dich auf einer so langen Reise immer weitermachen lassen. Also genossen wir den Rest des Tages den Sonnenschein. An unserem Tagesziel Bissendorf erwartete mich außerdem eine weitere grandiose Nacht in Shoeless Joe's Mobile Car Hotel. Vielen Dank Gute für Reise. erstmal die ganze Aktion und auch für die Begleitung einer außergewöhnlichen Wanderung in außergewöhnlichen Zeit. Ja, Ne? pass gut auf dich auf. Ne? Wird schon schief hier. Wir sehen uns. Das hoffe ich mal. Das dauert nicht lang. Komm gut nach Hause, bestell schöne Grüße. Ne? Okay. Mach es gut. Ja, alles klar. Jung. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde. Wir hatten eine ruhige Nacht in Bissendorf, irgendwo da rund um Bissendorf. Shoeless Joe hat mich mittlerweile verlassen. Der muss wieder nach Hause. Der hat heute noch familiäre Verpflichtungen. Ich kann mich gar nicht oft genug bei ihm bedanken für die nette Begleitung und was er alles dabei hatte und so was. Also, es wandert sich manchmal so viel einfacher mit einem guten Freund an der Seite. Ja, ich hoffe, ich sehe ihn bald mal wieder. Ja, das kann natürlich auch der E1 sein. Also ein wunderschönes Stück laufe ich hier gerade durch irgend so Moorgebiete, kilometerlange Single Trails, wunderschön. Also wirklich ein super Tag bis jetzt.
Das Steinhuder Meer. Noch einmal schaute ich gedanklich zurück auf die schöne Zeit und das norddeutsche Tiefland. In wenigen Tagen schon würde ich die Mittelgebirgsschwelle übertreten. Slowly comes the wind so fast, overtakes the valley, clinging to the earth until the spring breaks free. Ja, meine Freunde, ich weiß schon, was ihr denkt. Der gute alte Saulbau hat wieder das geile Wetter gepachtet hier. So, ich verlasse jetzt den E1 und begebe mich für die nächsten 94 Kilometer auf den Siegwartsweg. Das ist ein alter Pilgerweg. Ich habe zwar mit Religion gar nichts am Hut, also ich fühle mich jetzt auch nicht als Pilgerer, aber dieser Weg führt mich halt zur Porta Westfalica, was auch der Trailhead des Weser-Berglandsweg ist. Ja, ich bin froh, dass ich den E1 jetzt verlassen habe. E1, also nur europäische Bürokraten können sich solche Namen für Wanderwege einfallen lassen. Ich wandere den E1. Das hört sich an, als würde ich auf einer Autobahn wandern. Die Wanderszene in Deutschland braucht mehr Sex. Auf jeden Fall. Mehr Glamour. So, genug verzählt. So, ihr Lieben, wir kommen mal wieder zu einer kleinen Markierung. Da ist sie. 900 Kilometer auf dem NST. Wahnsinn. Also nur noch 2482. Und ihr wisst ja, bei 1000 gibt es ein kleines Tänzchen. Oh weh, oh weh. Slowly comes the wind so fast, overtakes the valley. Ein weiterer emotionaler Höhepunkt. Urplötzlich tauchten die ersten Ausläufer des Weser-Berglandes vor einem auf. Nach so vielen Kilometern durch flache Meer-, Fluss- und Heidelandschaften ein unbeschreiblicher Anblick. Wieder einer dieser Augenblicke, die nur ein Fernwanderer verstehen kann. So wie mit kleinen Schritten langsam der Frühling erwachte, so näherte ich mich mit kleinen Schritten der nächsten Herausforderung. Hier in Bergkirchen, nach endlosen 900 Kilometern, erblickte ich den Anfang des deutschen Mittelgebirges.